So, hallo miteinander. Ich will euch heute mal ein anderes Projekt zeigen. Das war quasi ein Projekt off-camera. Das war jetzt hier in dem Fall was für die Werkstatt. Und das ist jetzt hier eine Kappsägenstation. Und die ist etwas klein, da ich ja recht wenig Platz hier in diesem Raum habe. Und sonst habe ich das immer so gemacht, dass ich die Kappsäge, das ist jetzt in dem Fall hier die Metabo, das ist die KGS 315M, müsste die, glaube ich, heißen. Und das ist schon ein ganz schöner Klopper, also das Ding ist ganz schön schwer, das wiegt so auf jeden Fall über 20 Kilo und ich bin nicht gerade der Stärkste in der Fliegengewichtklasse und deswegen habe ich mir jetzt hier diese Kappsägenstation in klein quasi gebaut. Es gibt ja auch nochmal ein Zubehör, das wäre jetzt in dem Fall da hinten so eine mobile Kappsägenstation, aber die ist jetzt auch für meinen Raum zu klein und zu sperrig, die nehme ich dann nur, wenn ich außerhalb im Garten oder sowas mache. Das kann ich euch oben auch mal rechts verlinken. Da habe ich auch mal eine Beschreibung dazu gemacht, zu dieser Metabo Kappsägenstation. Ebenso zu dieser Kappsäge, dieser KGS 315, gibt es auch noch mal ein Video von mir, das kann ich euch auch verlinken. Ja, mit mobil, mit Rollen kann man das quasi auch durch die Gegend schieben. Und quasi diese Wechselbrücke habe ich dann dem System von Metabo nachempfunden. Und dann würde ich sagen, dass ich mal die Kappsäge auf diese Wechselbrücke schraube und dann kann man sich das mal näher im Detail anschauen. Los geht's! Und ja, das Teil ist schwer. So, jetzt habe ich es schon mal so reingekippt und dann hat diese Maschine vorne dieses Spannsystem. Wenn man jetzt die Hebel nach unten drückt, dann rastet es ein. Und dann kann ich quasi die Wechselbrücke positionieren auf dem Tisch und kann dann jeweils mit zwei M6er Schrauben seitlich die Wechselbrücke mit dem Tisch befestigen. So, und somit habe ich jetzt das Ganze verbunden und es ist auch stabil und es hält. Also da bewegt sich nichts. Und somit wäre dann quasi jetzt die Kappsäge auf dieses Kappsägenuntergestell fest montiert. Und dann habe ich im Hintergrund jetzt hier nochmal so eine Spänefangbox gebaut. Das ist schon ein etwas älteres Video, da mir das schon etwas auf die Nerven gegangen ist, dauernd hier alles sauber machen zu müssen, da diese Kappsäge ordentlich Späne verteilt. Und dann habe ich mir diese Box gebaut. Da würde ich jetzt mal das Teil auf die Seite stellen. Muss ich natürlich vorher die Bremse rausmachen. So, und dahinter ist jetzt hier die Spänefangbox. Die habe ich dann immer auf der Werkbank. Das ist eine ganz normale Box, die ich mir gebaut habe, in denen dann die Späne, die Absaugung von der Kappsäge, wie es bei vielen so eben so ist, eben nicht so super funktioniert die Absaugung, habe ich mir eben diese Box gebaut, in denen dann die Späne landen. Dafür habe ich dann extra an der Box vorne zwei so Klapptüren hingemacht und nochmal eine Schublade, die man ausziehen kann. Und somit kann man sich das dann einstellen, dass die Späne also auch wirklich zum größten Teil alle in der Box landen. Und dann brauche ich außen nur ganz kurz mit dem Staubsauger noch ein paar Brösel wegmachen und dann ist das eigentlich erledigt, das ganze Thema. So, dann würde ich sagen, ich nehme mal die Kamera, dann kann man sich das besser anschauen. Dann kann ich das nur mal kurz von oben zeigen, dann sieht man jetzt quasi hier die Schublade. Die kann ich dann nach vorne ziehen und dann habe ich quasi die ganze Fläche abgedeckt und auch jetzt hier den Bereich, in dem die Späne immer so nach hinten fliegen. Und das eben, wie schon gesagt, auf beiden Seiten mit diesen Türen. Und dann gehen die Späne da immer so seitlich vorbei. Das hat mir auf jeden Fall noch in der Werkstatt gefehlt, dass ich so eine kleine Kappsägenstation habe, die ich mobil durch die Werkstatt rollen kann. So kann man die quasi rausziehen, die Kappsäge, und kann das dann Ganze wieder zusammenschieben. Und dann kann ich quasi diese Box wieder von der Werkbank runterstellen. Und die Späne lasse ich dann meistens drin und wenn es mehr Späne sind, dann sauge ich es halt wieder mit dem Staubsauger aus. Also
finde ich jetzt nicht so problematisch. Und dann würde ich sagen, dann zeige ich mal die Schubläden, die ich mir gebaut habe. Da habe ich mir was Besonderes einfallen lassen, was aber auch wieder etwas längerwierig war, die ganze Aktion. Also normalerweise hätte ich auch normale Schubladen einfach zusammenschrauben können, mit Spacks und fertig wäre das Ganze. Aber da habe ich gedacht, ich will wieder was Besonderes machen. Da habe ich sie halt, und da habe ich das Ganze eben mit Schwalbenschwanzverbindungen gemacht. Das sind jetzt offene Zinken und die 3 Schubladen bestehen ebenso aus Fichte. Eigentlich besteht der ganze Rahmen und die Schubläden alle aus Fichte, Leimholz oder Fichte aus dem Baumarkt, die ganz normalen Bretter und Vierkanthölzer. Diese 3 Schubläden, die habe ich nochmal mit einer Wasserbeize in Nussbaumoptik gebeizt und danach alle Schubläden mit Wachs behandelt. So, dann nehme ich mal so eine Schublade, dann kann man sich das von Näheren anschauen, das Ganze. Das ist jetzt, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, eine Schublade mit jeweils vorne und an der Hinterseite einem Griff, sodass ich dann wirklich, wenn jetzt die Kappsäge andersrum steht, ich trotzdem noch an das Material rankomme. Und diese Griffe, das kann ich mal kurz zeigen. Ein Griff, den habe ich mir selber gebaut. Das ist ein Griff aus Nussbaum und Ahorn. Von der Seite sieht man es jetzt besser. Das ist quasi in der Mitte einmal europäischer Nussbaum und oben und unten ist nochmal ein Stückchen Ahorn verleimt mit einer Griffmulde oben und unten. Das wäre quasi das Seitenprofil. Und diese Schubläden sind ganz normal aus Fichte, Leimholz und dann mit Nussbaumbeize gebeizt. Und seitlich sieht man jetzt die offene Schwalbenschwanzzinkung. Und als Führung habe ich mich für ganz normale Holzleisten entschieden. Da habe ich dann die Fräse genommen, einen 12 mm Nut eingefräst und dann diese Buche-Leisten eingeleimt. Und innen ist das Ganze dann nochmal mit Shellac behandelt und als Boden MDF 3 mm. Also relativ simpel, bis auf die Verbindungen, die haben es in sich. Also ich habe schon mal ein paar Verbindungen gemacht, aber in Weichholz, da muss das Werkzeug wirklich scharf sein, die Stechbeile und so. Kann schon sein, dass dann die eine oder andere Verbindung dann etwas offen ist. Aber ich kann es mal in die Kamera halten. Also es ist in Ordnung. Also für Weichholz würde ich sagen, ist es in Ordnung. Also ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die ganzen Schubladen rausnehmen. Dann kann man das sich anschauen, wie ich das mit den Führungsschienen gemacht habe. Das sind jetzt im Endeffekt jeweils drei Führungsschienen. Das schaut dann im Endeffekt so aus, dass ich an diesen 58 x 58 mm Fichte Kanthölzer habe ich mir so Streifen aus Multiplex gesägt und habe dann jeweils in der Mitte die entsprechenden Gegenpart, die 12 mm Nut gefräst. Und da ich recht breite Schubladen habe und prinzipiell aus Stabilitätsgründen, das ist glaube ich auch nicht verkehrt, habe ich diese Leisten in dieses Kantholz eingelassen. Und das steht noch ungefähr so 3 mm über. Das heißt, ich habe schon eine relativ breite Schubläden mir gebaut. Aber ich würde mal sagen, so 2-3 mm ungefähr, was ich da rechts und links noch Platz habe. Aber so kann ich die dann schön leicht rein und raus schieben. Und kann sie eben auf die andere Seite schieben, wie man sieht, so dass ich da von beiden Seiten an den Schubläden rankomme. Auf jeden Fall habe ich da wieder eine Menge gelernt. Also immer wieder wegen was anderes machen ist ja mal auch nicht verkehrt, wenn man da verschiedene Sachen ein wenig ausprobiert. Und das mit den eingefrästen Leisten habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Und so Griffleisten habe ich mir vorher schon mal gebaut für die Küche. Und die sind auf jeden Fall massiv. Da ist quasi an der Rückseite eine M6 mm Rampamuffe drin. Also die halten extrem viel aus, diese Griffe. Ob das sein muss, keine Ahnung. Aber besser, stabiler, als wenn das alles ein wenig so lapprig ist, das Ganze. Jo, kann ich auch Ihnen nochmal zeigen. Also sieht man jetzt hier die andere Seite vom Griff. Und das sind dann hier jeweils zwei 6 mm Schrauben.
und da habe ich dann quasi hier vorne in dem Griffstück jeweils eine Rampamuffe reingemacht. So, was ich dann noch gemacht habe, ist jeweils an den Seitenteilen habe ich mir noch eine Seitenwand installiert. Da drehe ich das Teil mal kurz. Diese Seitenwände sind Sperrholzplatten, da habe ich noch Reste. Kann man sich das näher anschauen. Das ist im Endeffekt eine Sperrholzplatte mit einer Melaminharzbeschichtung in so einer silberblauen Optik. So ähnlich wie gebürstetes Aluminium oder Edelstahl. Und das ist aus dem Baumarkt. Und diese Beschichtungen sind sehr, sehr dünn und sehr empfindlich. Also ich habe es aber Gott sei Dank geschafft, mit der Tauchsäge mit Vorritzen quasi diese Beschichtung nicht zu zerstören oder zu verhunzen, auf Deutsch gesagt. Kann ich mal zeigen, so eine Kante. Dann wird es auf jeden Fall relativ sauber, ohne Ausrisse. Um diese Spanplatte habe ich dann nochmal außenrum jeweils so 18 mm starke Ahornleisten verleimt. Und das Ganze habe ich dann mit der Lamello quasi verstärkt oder zusammengeleimt, diese Leisten an diese Spanplatte. Und das Ganze habe ich dann mit einer Schattenfuge so außenrum von ungefähr 4 mm verschraubt. Das wäre soweit eigentlich der Korpus oder diese Kappsägenstation. Jetzt weiter oben ist dann noch die Küchenarbeitsplatte, die ich da verwendet habe. Gibt es ja auch verschiedene Dekore, die war eigentlich auch relativ günstig, die kriegt man auch immer für ein paar Euro aus dem Baumarkt. Damit man diese Schnittkanten außen nicht sieht, habe ich da noch jeweils 18 mm Siebdruckplatte, Leisten außen nochmal verleimt. Und darauf kommt dann eben diese Wechselbrücke, mit der man dann die Kappsäge verbinden kann. Und das war auch alles aus Multiplex gebaut mit 2 Aluminiumrohre, 20 mm Durchmesser, damit auch dieser Klemmmechanismus dieses Adapters für die Kappsäge funktioniert. Das sind im Endeffekt 2 halbrunde Schalen und wenn man vorne den Hebel drückt, dann drückt er diese beiden Schalen gegeneinander und somit klemmt er dann die Maschine fest auf diese Wechselbrücke. Da musste ich aber auch erstmal ausmessen, verschiedene Sachen, damit es quasi auch vom Radius oder vom Abstand dieser beiden Alurohre funktioniert. Einzige, was ich jetzt nicht machen kann, ich kann jetzt nicht vorne den Hebel lösen. Das ist ja dieser Klemmhebel und kann die dann einfach so nach oben senkrecht wegnehmen. Das funktioniert nicht, da diese Maschine vorne, wo das Bein ist und hinten braucht es Platz, damit die Maschine, dass man sie rauskippen kann. Die wird quasi so rausgeneigt. Das kann ich aufgrund dieses ebenen Tisches nicht machen, deswegen muss ich immer erst seitlich diese beiden 6 mm Schrauben entfernen und dann kann ich diese Wechselbrücke von der Kappsäge dann entfernen. Aber ich will die Maschine jetzt nicht entfernen. Ich bin froh, dass ich diese Kappsägenstation jetzt habe und nicht immer diese schwere Kappsäge vom Boden irgendwo auflupfen muss. Also ist schon praktisch. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mitgearbeitet, also ist schon ein Unterschied. Das bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das gemacht habe und nicht länger gewartet habe. Und somit habe ich dann quasi jetzt im Endeffekt beide Sachen. Einmal meine mobile Kappsägenstation von Metabo da, die Maschine, und dieses für die Werkstatt quasi jetzt diese Kappsägenunterstation. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat den einen oder anderen gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ich wünsche euch noch viel Spaß in eurer Werkstatt und schönes Wochenende.